Wie die meisten von Ihnen wissen, haben wir E&Co bei der Gründung auf 2 Standbeine gestellt. Die starke Managementberatung in den Bereichen Automotive und Manufacturing und das Beteiligungsgeschäft in den Bereichen Mobilität und Technology. Wir suchen insbesondere starke, innovative Teams und Spieler und Neugründungen, die wir durch unser Netzwerk skalieren können, denen wir helfen können, Business Development-seitig zu landen, die wir aber auch mit unserem Know-how aus der Managementberatung unterstützen können. Soweit die Theorie. Jetzt wird es spannend, eines unserer jüngsten Startups etwas näher zu betrachten. Und dafür habe ich heute den Philipp, den Gründer und CEO von Butler Roy, unserer jüngsten Beteiligung aus Linz in Österreich, eingeladen. Servus, hi Gräser, servus, freut mich sehr für die Einladung. Ja, ich möchte gleich mal ein bisschen erzählen, was wir eigentlich machen. Wir sind Butler Roy, der Butler für den Kalender, und finden so automatisch Zeit für alle Arten von Aktivitäten, To-Dos, Reminders und dergleichen. Man kann das auch mit mehreren Personen machen. Wir finden immer automatisch den besten Termin. Ja, und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich habe auch dir die Idee präsentiert, damals beim European Super Angels Club, einem Pitch-Event in Wien. Und vor allem haben dich damals die Zugänge zu unser Business Model und hier die Zugänge zur Automotive-Industrie überzeugt. Ganz genau. Also das war ja eigentlich der Case, der uns zusammengebracht hat. Du hast dir Geschäftsmodelle im Automobilsektor vorstellen können. Wir haben dich überzeugt, dass wir dort ordentlichen Zugang und Know-how haben. Und so haben wir relativ schnell, ich glaube, das waren unter 4 Wochen, zusammengefunden. Von Kennenlernen hin zu geclosedem Investment. Und dann auch den ersten Termin noch direkt im Nachgang. Das ist natürlich für ein Startup hervorragend. Als Startup hat man es oft auch mit längerwierigen Dealflows zu tun. Klar, Corporates sind öfters etwas langsamer. Da kommt einem das natürlich entgegen, wenn ein Investor in diesem Fall sehr aufs Gas drückt. Und wir haben ja auch nicht nur nach Kapital gesucht, sondern wir haben vor allem auch nach einem starken strategischen Partner gesucht, den wir mit euch gefunden haben. Lass uns mal ein bisschen reflektieren zu den gemeinsamen Projekten und Cases, die wir jetzt in der Vergangenheit gemacht haben. Ja, wir sind ja gemeinsam schon bei einigen Terminen gesessen. Wir haben ja stark auch die Autohäuser mit der Idee von einem automatischen Terminfindungsprozess. Das heißt, der User kann automatisch einen Termin finden mit der Werkstatt, wenn er einen braucht, für einen Servicetermin, für Reparaturen, für Ähnliches. Spannend fand ich unsere Diskussion zum Thema autonomes Fahren, wo sich auch eine Reihe von Use Cases eröffnet, die sicherlich noch etwas weiter in der Zukunft liegen, nicht ganz so greifbar sind. Ja. Aber hier targetieren wir insbesondere die großen OEMs, also die Hersteller, die darüber nachdenken, wie denn ein Fahrzeug nicht nur von A nach B kommt, sondern zu welcher Zeit es an welchem Ort sich dann tatsächlich auch einfindet. Und wenn es autonom herumfährt, muss sich irgendjemand darum kümmern, wann welche Person und welches Auto an welchem Ort sein muss. Und zu allerletzt möchte das dann der Konsument im Fahrzeug tun, denn der hat ja endlich Freizeit, was anderes zu tun. Ja, genau. Richtig. Sehr spannend. Es ist auch immer wieder schön, durch unsere Partnerschaft kommen wir auch zu sehr vielen Events. Und es ist auch immer wieder schön, wenn man hier nochmal reflektiert. Wenn du dich erinnern kannst, wir waren gemeinsam auf der South by Southwest in Austin, in den USA, haben hier ein sehr, sehr großartiges Discussion Panel geführt zur Zukunft der Automobilindustrie vor Ort. Das ist auch Teil unserer Partnerschaft. Sehr cool, ja. Was mir auch gut gefällt, ist, dass ihr euch integriert in unser weiteres Ökosystem. Unsere weiteren Beteiligungen möchte ich über Skillfisher sprechen, unsere Eigengründung, Berliner Headhunting Boutique, über die ihr tatsächlich auch schon Talente gefunden habt, mit denen wir gemeinsame Events jetzt in den vergangenen Wochen lanciert haben, Berlin und bei euch unten in Österreich. Das ist für uns auch ein wichtiger Faktor, dass die Puzzleteile in einer gewissen Weise zusammenfinden und zu einer größeren Familie werden. Genau, ja. Ja, es ist sehr spannend, wenn man natürlich hier das Netzwerk eines Investors jetzt, von E&Co in dem Fall, als Startup anzapfen kann. Da natürlich, wenn man als Startup jung startet, noch nicht etabliert ist am Markt, braucht man ja irgendwie auch eine Partei, die Trust schafft zum Startup. Und das erreicht man so. Ja. Uns hilft es natürlich auch, an der Stelle frisch zu bleiben bei den Kunden mit innovativen Ideen, technologischen Ansätzen, aber auch spannenden neuen Persönlichkeiten vorstellig zu werden. Ja. Das heißt, natürlich gibt es auch Vorteile bei uns. Dass wir das nicht nur in der Zweiseitigkeit belassen wollen, zeigt unsere neueste Gründung. Das ist die Firma Motec Ventures, gemeinsam mit unserem Partner Venunair aus Wien.
wo es darum geht, auch noch andere Parteien partizipieren zu lassen. Und da spreche ich insbesondere von Mittelständlern, also kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die über einen sehr exklusiven Kreis Zugang zu Startups bekommen sollen. Nicht nur in der Form, dann auch zu investieren, sondern insbesondere gemeinsam Projekte durchzuführen, Proof of Concepts gemeinsam anzugehen und euch noch mehr zu helfen, in einer Art Accelerator direkt in die Skalierung zu gehen. Und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir euch bei einer der nächsten Runden hier dann auch sehr, sehr stark pushen werden und vorstellig werden lassen. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Sache, eure Neugründung, da gerade der Mittelstand oft liquide ist, aber dem fehlt das Know-how, in Startups zu investieren. Exakt. Dem fehlt das Know-how, wie screene ich ein Startup, wie mache ich Due Diligence. Also da geht es ja bei den Basics los eigentlich. Deswegen glaube ich, dass ihr da auf jeden Fall im Mittelstand eine große Lücke schließen könnt. Schön, dass du es auch so siehst. Ja, absolut. Wunderbar. Gesa, hat mich gefreut. Hat mich gefreut. Danke dir.